Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich zeige euch heute an einem HP Notebook exemplarisch, wie man den RAM, also den Arbeitsspeicher, erweitert oder tauscht. Wir haben hier ein HP Notebook, ein relativ gängiges, in dem Fall 14 Zoll Notebook. Die HP-Geräte sind eigentlich fast immer gleich aufgebaut, aber auch bei den meisten anderen Herstellern ist es mittlerweile so, dass man die komplette Bodenplatte abnehmen muss, damit man überhaupt an irgendwas drankommt, sprich Akku, RAM, Festplatte und so weiter. Ich fange jetzt gerade mal an mit Schraube. Hier sitzen da vorne 2 Schrauben, eine hier drunter und 4 hinten unter der Abdeckung. Das machen die Hersteller auch gerne, dass ich Schraube verstecke unter der Gummifüße. Ja, von Gerät zu Gerät natürlich ein bisschen unterschiedlich. Jeder Hersteller macht es ein wenig anders. Das ist mittlerweile aber wie gesagt die gängigste Methode, dass die Bodenplatte abgeht. Manchmal ist es so, dass Topcase weggeht. Manchmal gibt es auch einen Service-Schacht, wo man direkt an den RAM drankommt, aber das ist mittlerweile relativ selten geworden. Alles aus Design, optische Gründe. So, wenn alle Schrauben draußen sind, muss man die beiden Einheiten noch voneinander trennen. Muss man mit einem flachen Werkzeug zwischen Top- und Bottom-Case gehen. Muss das Ganze ein bisschen aufhebeln. Natürlich vorsichtig, am besten ohne Spuren zu hinterlassen. So. Dann sieht man hier auch schon der Arbeitsspeicher. In dem Fall hat das Gerät 2 Steckplätze. Es gibt auch Geräte, die haben einen Teil Arbeitsspeicher aufgelötet. Es gibt Geräte, die haben nur aufgelöteter Arbeitsspeicher, gar keine Steckplätze. Manchmal gibt es eben aufgelöteter und ein zusätzlicher Steckplatz. In dem Fall ist jetzt einer bestückt mit einem 8 GB Modul. Könnte man jetzt ein zweites quasi einbauen oder auch mehr. Da muss man sich aber vorher ein bisschen informieren, was das Gerät denn unterstützt, wie viel. Auch da gibt es teilweise Grenzen. Nicht jeder Chipsatz kann unendlich viel Arbeitsspeicher verwalten. Ja, was ich jetzt noch mache, ist der Akku ausbauen, weil das sollte man aus Sicherheitsgründen eigentlich immer machen, das Gerät stromlos. Ja, wenn man soweit ist, im Prinzip die beiden Klappen nach hinten, Arbeitsspeicher kommt hoch, kann man rausnehmen. Genauso kann man natürlich ein neues Modul wieder einsetzen, runterdrücken, könnte man hier natürlich genauso erweitern. Ja, das war's im Prinzip schon. Was ich vielleicht noch sagen könnte, ja, manchmal ist es auch so, dass der Arbeitsspeicher auf der anderen Seite vom Mainboard sitzt. Klar, dann muss man das Mainboard noch ausbauen. Oder dass er unter der Tastatur sitzt. Auch die Variante gibt es noch. Das ist aber wie gesagt eigentlich die gängigste Variante. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video unterstützt euch ein bisschen beim Öffnen des Geräts, beim Tausch des Arbeitsspeichers. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.